In diesem Video geht es darum, was du tun kannst, damit du nicht in die Blue Bossa Falle hineinfällst. Seid gegrüßt, hier ist Bernd von eurem Saxophon YouTube-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, es geht weiter mit diesem zweiten Teil unseres kleinen Blue Bossa Workouts. Im letzten Video haben wir uns ein bisschen mit der Melodie beschäftigt. Ich habe euch so ein paar Sachen gezeigt, damit ihr die schnell auswendig lernen könnt. In diesem Video geht es um die Form von Blue Bossa und es geht hauptsächlich darum, dass man nicht die Kontrolle verliert beim Improvisieren, also dass man immer genau weiß, wo man ist. Wir werden heute ganz stark das Material, was wir benutzen zum Improvisieren, werden wir ganz stark reduzieren. Und zwar kann man das bei Blue Bossa tatsächlich auf 2 Tonarten beschränken. Das funktioniert. Wir schauen uns mal die Tonart an. Ich habe hier auch schon die ersten Übungen, wie ihr seht. Das hier ist die Form. Die Form ist 16 Takte lang. Das ist eine kleine Form für ein Stück. Und ihr seht die Tonart, es hat ein B hier vorne. Das bedeutet erstmal, als erstes würde man denken mit einem B, okay, das ist F-Dur. Ist es aber nicht, es ist D-Moll. Das ist aber ziemlich ähnlich, weil das ist die parallele Molltonart. Die zwei, F-Dur und D-Moll, benutzen die gleichen Töne. Die Akkorde, die ihr hier seht, die sind zwar verschieden, aber das sind alles Akkorde, die aus dieser Tonart stammen. Dann gibt es noch die dritte Zeile, das ist die Falle. In der dritten Zeile wechselt es die Tonart und da gehen wir nach S-Dur. Ich erkläre jetzt alles für die Tenöre. Ne? Wenn ihr Altsaxophon spielt, ist das aber auch kein Problem. Ihr könnt natürlich mitmachen und ihr könnt das, was ich hier sage, übersetzen. Ihr müsst es halt transponieren. Dazu geht einfach unten in die Beschreibung, da gibt es einen Link. Und dann ladet ihr euch die ganzen Noten runter. Da habe ich alles transponiert für Altsaxophon. Und dann könnt ihr euch das ausdrucken und könnt, während ich das hier für Tenor erkläre, in B, könnt ihr das auf dem Altsaxophon-Sheet mitlesen. Ne? Also hier in dieser dritten Zeile, da geht es in die neue Tonart rein. Und das ist S-Dur. Ja? So. Und jetzt machen wir als erstes mal die allererste Übung, damit wir alle auf einem Stand sind. Lernen wir oder spielen wir zusammen die Tonleitern, die wir brauchen. Das ist D-Moll hier und das ist S-Major. Ja? Gut. Ihr könnt auch direkt mal mitspielen, schnappt euch euer Saxophon und dann machen wir das zusammen. Das ist immer ganz gut, dann könnt ihr das direkt beim Spielen auch checken, ob die Töne stimmen. Ich muss ein bisschen zurückrutschen, ja, dass ich Platz habe, genau. Okay, gut, machen wir erstmal D-Moll. Ja, vielleicht nochmal nach unten, von oben nach unten. Das ist ja wahrscheinlich nicht so schwer, denke ich mal. Ne? Ihr könnt alle F-Dur spielen, dann könnt ihr auch D-Moll spielen. Das ist gar nicht so schwer. Bei S wird es ein bisschen schwerer, auch nicht so schwer, aber S-Dur hat 3 Bs. Das ist erstmal das S. Das S ist wie ein Dis, also ihr greift ein D mit dem kleinen Finger hier dazu. Das ist ein S. Dann kommt das F, G, alles ganz normal. Dann kommt ein Ass. Ein Ass ist ein Gis. Also ihr greift das G mit dem kleinen Finger. Dann kommt das B. Das B greife ich immer mit einem Finger. Diese 2 Klappen mit einem Finger. Ja. Das ist eigentlich auch Standard für die B-Tonarten, für fast alle B-Tonarten. Dann kommt C, D und wieder S. Ja, machen wir das mal zusammen. So, auch mal nach unten. Okay, dann haben wir schon mal die Tonarten. Jetzt kommt auch schon die erste Übung. Und zwar machen wir einfach die Tonleiter. Wir spielen die über das Playback und spielen die in halben Noten. Also immer 2 Schläge lang jede Note und spielen einfach die Tonleiter nach oben. Und ihr seht schon, die ersten 4 Takte, das ist eine Tonleiter. Das ist die D-Moll-Tonleiter. Und so weiter. Ne? Dann kommt die zweite Zeile, dann machen wir das gleiche nochmal. Dann kommt die dritte Zeile, da ist der Tonartwechsel. Da müssen wir auf S-Dur wechseln. Spielen wir auch die ganze Tonleiter nach oben. Und in der letzten Zeile spielen wir wieder die D-Moll-Tonleiter nach oben. Hier geht es einfach darum, dass ihr ein bisschen ein Gespür bekommt für die Form. Dass ihr merkt, okay, jetzt bin ich gerade hier, jetzt kommt gleich der Tonartwechsel. Wenn ihr das übt, dann macht das ohne Lesen. Macht euch das Playback an
macht das so, wie ihr es auf dem Blatt gelesen habt, aber macht das im Kopf. Ja? Ich muss mir den Kopfhörer noch anziehen, wenn ich alles höre. Das Playback auch. Okay, jetzt gleich los. Moment. Dadadadab. Okay, das war die erste Übung. Ne? Das ist nicht so schwer. Das ist jetzt noch, hat jetzt noch gar nichts mit einer Improvisation zu tun. Das ist einfach, um die Form kennenzulernen. Ja? Und dass ihr wirklich merkt, okay, ab hier kommt der Tonartwechsel, jetzt muss ich wieder zurück, jetzt bin ich wieder am Anfang der Form. Ja? Das könnt ihr mit dem Playback einfach ein paar Runden machen, am besten ohne Lesen, nur spielen, hören. Ja? Okay, die zweite Übung ist ziemlich ähnlich, bloß spielen wir da statt halbe, spielen wir Viertelnoten. Ja? Wir machen es schneller. Das ist dann das Tempo hier. Ja? Okay, machen wir das auch mal zusammen. Okay, wie war das? Wahrscheinlich auch nicht so schwer, oder? Denke ich mal. Okay, die nächste Übung wird ein bisschen interessanter. Da spielen wir immer einen Takt und dann machen wir einen Takt Pause. Und wir versuchen uns, das ist sehr wichtig, dass ihr diese Pause einhaltet, weil da geht es auch darum, dass ihr in der Form bleibt, dass ihr ein bisschen immer Platz habt zum Denken, wo ihr gerade seid und zum Hören vor allem. Ja? Ihr könnt das Material benutzen, ihr könnt die Tonleiter ein Stück spielen, ihr könnt auch nur einen Ton spielen. Ist eigentlich gar nicht so wichtig, was ihr spielt. Es geht darum, dass ihr diese Schritte Rest und Play und Rest, dass ihr das befolgt. Also dass ihr immer einen Takt spielt, einen Takt hört, einen Takt spielt, einen Takt hört. Wir machen das auch erstmal natürlich mit Lesen, das ist wichtig. Und natürlich müsst ihr das verfolgen und dann merken, okay, jetzt kommt gleich der Tonartwechsel. Ja, das heißt, 4-mal spiele ich mit einer Pause hinten dran und dann kommt der Tonartwechsel. 2-mal in der neuen Tonart. Und dann noch 2-mal in D-Moll. Ja? Ich kann das mal ein bisschen demonstrieren, ihr könnt auch direkt mitmachen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen mit Impro. Ich spiele aber ganz wenig. Ja? Okay, mal gucken.
Ihr habt es vielleicht jetzt gemerkt, ne? Ich habe natürlich nicht nur die Tonleiter gespielt, ich bin ein bisschen hin und her gesprungen. Ich habe die Tonleiter gespielt, aber ich bin nicht linear die ganze Zeit gegangen. Ja? Ich habe auch Sprünge gemacht. Aber ich habe immer versucht, den Takt, wo ich spielen soll, zu spielen und dann den nächsten Takt eben nicht. Ja? Und da habe ich mich dran gehalten. Das könnt ihr mal üben und vor allem immer, wenn ihr dann diesen Pausentakt habt, immer checken, wo ihr seid. Ja? Immer zuhören, immer verfolgen, wo ihr gerade spielt. Wenn ihr das ein paar Mal mit Lesen gemacht habt, dann legt das Blatt mal weg und versucht es mal ohne. Ja? Und jetzt die nächste Übung, die ist noch besser. Die ist, finde ich, super. Und zwar, da machen wir es jetzt immer so, die ersten 2 Zeilen, da spielen wir gar nichts, da singen wir die Melodie. Ja? Ihr könnt das zu Hause machen, da hört euch keiner zu. Ich mache es jetzt mal hier ins Mikro rein, ja? Ich probiere das mal. Und nachdem ihr die Melodie die 2 Zeilen gesungen habt, dann kommt der Tonartwechsel und dann spielt ihr, ab da spielt ihr. Also ihr spielt dann erst 4 Takte Tonartwechsel und dann nach den 4 Takten Tonartwechsel in S-Dur geht ihr zurück zu D-Moll. Spielt ihr auch 4 Takte noch. Dann geht es oben wieder los, dann kommt wieder die Melodie, gesungen. Ja? Okay. Ich demonstriere das mal, ja? Ich lasse am besten das Mikro erstmal an zum Singen. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm jetzt. Ja, 1, 2. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ba, da. Ba, da. Jetzt spielen. Ba, da, 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 da. Ba, da. Ba, ba. Da, 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 da. Ba, da. Ba, da. Tonartwechsel. Okay. Das ist eine gute Übung. Probiert das mal. Also immer 2 Zeilen singen, Melodie singen und dann kommt der Tonartwechsel und dann spielen. Wenn ihr das alles gemacht habt, diese ganzen Übungen, die ich euch gezeigt habe, dann lasse ich euch auf das ganze Stück los, dann könnt ihr wie wild improvisieren. Ja, dann könnt ihr alles mal ausprobieren. Ihr sollt halt darauf achten, dass ihr genau wisst, wo ihr seid im Stück, ja, in der Form. Das ist wichtig. Oft ist es so, wenn sagen wir mal, bei leichten Stücken, wo wenig harmonisch passiert, und ihr könnt eben, diesen ersten Teil könnt ihr eben super in D-Moll spielen, mit D-Moll-Tonleiter oder mit der Pentatonik, funktioniert alles. Das ist erstmal leicht, weil man eben nicht darauf achten muss, welche Akkorde gerade kommen. Das Problem dabei ist, dass ihr euch verliert. Ne? Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, dass ihr so in 4 Takten denkt oder in 2 Takten oder in Phrasen, wo ihr genau wisst, wo ihr seid, dann verliert ihr euch und dann wisst ihr nicht mehr, wann der Tonartwechsel kommt. Das ist halt das Problem. Und mit solchen Übungen könnt ihr euch ein bisschen mehr disziplinieren, auch in diesem 2er- oder 4er-Takt-Schema zu bleiben und eben schneller dann, oder zumindest wenn der Tonartwechsel kommt, dass ihr wisst, okay, da ist die Stelle. Ja? Ich wollte noch ein bisschen was dazu erklären, wie ihr jetzt frei darüber improvisieren könnt. Ja? Ich mache das vielleicht ein bisschen variiert mit einer Rhythmik dabei oder ich drehe manchmal die Richtung um, ne? Ich gehe hoch, gehe wieder ein Stück zurück und so weiter. Das könnt ihr machen, das ist alles linear gespielt, gedacht. Ihr könnt aber auch anfangen, mal ein paar Intervalle zu spielen, ein paar größere Intervalle. Wenn ihr die Pentatonik dazu spielt, dann habt ihr die automatisch schon drin, die Intervalle. Also wenn ich jetzt D-Moll Pentatonik spiele, habe ich ein D, dann geht es aufs F, dann kommt ein Stück Tonleiter, F, G, A, ne? Dann kommt wieder ein Sprung nach C und dann wieder zum D. Das ist die D-Moll Pentatonik. Da habt ihr automatisch schon diese Sprünge drin, das kann man machen. Klingt schon ein bisschen interessanter, als wenn man nur die Tonleiter hoch und runter spielt.
Ihr könnt aber auch selber euch Sprünge überlegen, ja? Größere Sprünge auch. Quintsprünge, Quartsprünge und so weiter. Oktavsprünge, ja? Dann könnt ihr variieren mit der Rhythmik natürlich. Also ich kann die Tonleiter ja nicht nur in Viertel spielen, Viertelnoten, sondern ich kann Achtel spielen, Viertelnoten, halbe Noten, lange Noten, ja. Ja, ich kann natürlich alles Mögliche machen. Als nächstes könnt ihr probieren, lange Noten einfach mal zu halten und zu hören, wie das klingt, weil das ist auch schön bei Blue Bossa. Das ist ein sehr ruhiges Stück. Es wird oft ein bisschen schneller gespielt, aber ist eigentlich ein sehr ruhiger Bossa Nova. Ja, das plätschert so dahin. Das heißt, wenn ich da Töne halte und ein bisschen genieße, wie das klingt, dann komme ich auch oft auf Ideen. Ich mache nochmal ein Beispiel. Moment, nochmal probieren. Ich halte mal Töne aus jetzt. Also kein Stress, haltet ruhig mal Töne aus und genießt das mal, wie das klingt, ne? Wie der Ton auf diesem Akkord, der gerade klingt, der gerade zu hören ist, wie der klingt. Ja? Ist oft ganz toll, man baut quasi den Akkord noch ein bisschen mit einem Extraton zu einem anderen Sound um. Ja? Wenn der Pianist jetzt vielleicht d-Moll 7 spielt und ihr spielt da jetzt ein G da rein, ne? Dann spielt ihr die Quarte oder die 11. Und es klingt natürlich ganz anders. Es klingt ein bisschen moderner, klingt ein bisschen mehr nach Miles und so. Und das ist oft super interessant in einem Solo, wenn man einfach nur einen Ton dazu spielt, zu diesem Voicing, was der Pianist spielt. Ja? Okay, ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen in diesem Video, dieser kleinen Exkursion über Blue Bossa, wie man darüber spielt und in der Form bleibt. Im nächsten Video machen wir den dritten Teil zu der Blue Bossa-Reihe und da werde ich euch so ein paar... Da werden wir mehr melodisch in der Improvisation arbeiten und da gucken wir uns mal an, was man alles melodisch machen kann, bestimmte Ideen, um ein interessantes Solo zu spielen. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, wenn das euch irgendwas gebracht hat, wenn ihr denkt, ihr könnt damit was erreichen oder ihr könnt damit besser werden, dann gebt mir einen Daumen nach oben bitte. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt den Channel abonnieren. Ja, ihr müsst einfach nur da unten auf Abonnieren, Subscribe klicken. Ich warte so lange und gerne auch noch aufs Glöckchen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Genau, habt ihr es gemacht? Okay, super, Dankeschön. Wenn ihr Lust habt, mit mir zusammen Saxophon online zu lernen, dann könnt ihr auf meine Saxophon-Lernplattform gehen. Da gibt es unten auch einen Link dazu. Da gibt es einige Kurse umsonst. Da könnt ihr das ausprobieren. Ihr müsst euch nur da registrieren. Dann könnt ihr die Kurse angucken. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.